Ja, vielen Dank, Martin. Willkommen hier am zweiten Tag unserer FarmCon. Klassischerweise Thema Modding. Was ich heute machen möchte, ich möchte euch mein neues Buch vorstellen. Es ist ein Buch über Scripting für den Farming Simulator, kam im vergangenen Jahr im Dezember auf den Markt. Zunächst aber muss dieses Teil angeschaltet werden. Möchte ich mich kurz vorstellen, ich bin der Manuel Leitner, bin 37 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bamberg, bin bei Giant Software seit 2013. Seit 2015 bin ich Branch Manager in Erlangen, das heißt verantwortlich fürs Büro, Lead Gameplay Programmer und Producer fürs Gameplay und für Interaction. Was wir da anschauen wollen. Als erstes möchte ich das Buch kurz vorstellen, um was es im Buch geht. Dann ein kurzes Beispiel, der Mileage Counter, das ist ein Beispiel also eines Kapitels im Buch. Und am Schluss können wir noch kurz Fragen stellen. Und später geht es dann mit Stefan Maurus seinem Vortrag weiter zum Thema Modding. Das Buch Scripting Farming Simulator with Lua wurde geschrieben von Sander, das ist ein Autor aus den USA, und mir zusammen. Der Publisher ist Apress, klassischer Tech-Publisher, unter dem Label Apress Open. Das bedeutet, das Buch ist prinzipiell kostenlos verfügbar als PDF. Man kann es aber auch in gebundener Weise kaufen, zum Beispiel bei uns am Stand, am Merch-Stand oder eben bei Amazon oder in klassischen Buchhändlern. Es ist komplett in Englisch, hat ungefähr 350, 360 Seiten und wie gesagt, der Access, also der Zugang ist Open Access, das heißt, man kann es sich kostenlos runterladen. Der Inhalt von diesem Buch, es geht hauptsächlich darum, wir wollen euch erstmal erklären, was ist Lua? Was ist die Skriptsprache Lua? Wie funktioniert sie? Wir erklären die Grundfunktionen, die Grundelemente der Sprache. Wir gehen weiter zu einem klassischen Hello World Sample. Das bedeutet, ein ganz primitiver Mod, der einfach nur in die Konsole Hello World reinschreibt. Dann geht es weiter zu grafischen Oberflächen, HUDs, also diese klassischen Display-Elemente, die man auf der Oberfläche sieht, bis hin zu komplexen GUIs. Dann schauen wir uns Vehicle- und Script-Mods an, beziehungsweise Vehicle-Script-Mods und Placeable-Script-Mods. Dann geht es weiter zu Hook-Skripten, das heißt, wie kann ich unsere Grundfunktionen des Spiels erweitern, kann ich mich da hinten dran attachen, kann ich irgendwas davor ausführen. Und am Schluss geht es noch um die Finalisierung des Mods, das heißt, wie bringe ich meinen Mod in den Mod-Hub, was bringt mir das Ganze? Und das sind eigentlich grob zusammengefasst die Bestandteile des Buchs. Das ist der Table of Contents, das heißt diese 12 Kapitel, die im Buch vorkommen. Kapitel 1, eine kurze Einführung, Vorstellung des Farming Simulators, Vorstellung des GDNs, des Mod-Hubs, das heißt unseres ganzen Universums, sage ich mal. Dann Kapitel 2 geht es über den Giant Editor, kurze Einführung, was ist der Giant Editor, welche Funktionen gibt es, Skriptkonsole, Script-Window. Kapitel 3, wie ich schon gesagt habe, die Grundfunktion der Lua-Sprache. Kapitel 4, unser Giant Studio, das heißt unsere IDE, mit der man eben XML-Dateien bearbeiten kann, Lua-Skripte schreiben kann, Lua-Skripte debuggen kann, etc. Und dann Kapitel 5 bis Kapitel 10 sind eben verschiedene Beispiele. Kapitel 5 bauen wir ein fiktives Mähwerk. Es ist fiktiv, weil ich in diesem Kapitel einfach nur vorstellen möchte, wie kann ich bestehende Systeme in einem Script-Mod nutzen. Zum Beispiel, wie kann ich die Messer vom Schneidwerk drehen lassen? Wie kann ich Partikelsysteme ansteuern? Wie kann ich sie einblenden, ausblenden? Wie kann ich sie skalieren? Wie funktioniert Multiplayer? Wie synchronisiere ich Daten über den Multiplayer? Kapitel 7 habe ich letztes Jahr an der FarmCon bereits vorgestellt. Das ist dieser Blitzer-Anhänger. Ich habe Kapitel 5 vergessen. Kapitel 5 ist ein ganz primitiver Placeable-Mod. Das heißt ein Haus, wo sich obendrauf ein Logo die ganze Zeit dreht. Und es ist einfach sehr primitiv. Ich habe nur eine Mod-Desk, habe eines Lua-File mit einer Zeile, die eben eine Node in unserem Spiel drehen lässt. Dann Kapitel 8, das werde ich heute vorstellen. Kapitel 9 geht über GUI-Programmierung, das heißt, wie kann ich eine GUI im Spiel erstellen, wie kann ich sie öffnen, was kann die GUI machen, wie kann ich die einzelnen Elemente, die es gibt, benutzen, zum Beispiel Textelemente, Slider-Elemente etc.
Kapitel 10 ist dann ein kleiner Cheat-Mod, mit dem man eben Geld cheaten kann, ist wieder ein Placeable, ein Bankautomat. Kapitel 11 geht es um das Publishing im ModHub. Was bringt der ModHub, was sind Mod Awards etc. Und Kapitel 12 stellt unsere API vor. Das heißt Skriptdokumentation unserer Engine mit Erklärung, Parameterbeschreibung, Rückgabewerte, Beschreibung etc. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir mit unserem Sample für heute an. Das ist der Mileage Counter. Klassischer Distanz-Counter oder Kilometerstandzähler. Man sieht es hier auf dem kleinen gelben Pfeil unten rechts, das heißt wirklich sehr, sehr primitiv. Wir haben eine Grafik als Hintergrund und vorne drauf einen Text, der gerendert wird. Was brauchen wir dafür? Wir fangen an mit dem Base-Setup, das heißt, wir erstellen uns eine Ordnerstruktur mit den Basisdateien, die wir brauchen. Das sehen wir hier. Ganz oben rechts der Aufbau unseres Mod-Ordners. Klassisch ganz unten die Moddesk, das ist unsere Mod-Konfiguration, der Mod-Beschreibungs-XML-File, die eben unserem System, also unserem Spiel, sagt, okay, dieser Ordner beschreibt einen Mod. Und unser Spiel liest die Datei aus und kann dann eben die ganze Konfiguration des Mods auslesen und dann im Spiel auch anzeigen. Zusätzlich haben wir noch das Icon. In dem Fall seht ihr es mal so, wie es bei uns während der Entwicklung aufgebaut ist. Das heißt, wir haben eine DDS-File, die dann im Spiel auch tatsächlich angezeigt wird, und 2 Source-Files. Die PSD ist die Photoshop-Datei, mit der wir das Element erzeugt haben. Das wird exportiert in eine PNG-Datei. Und mit unserem GIMP-File, das ist eine Meta-XML-File für jede Grafik, die wir im Spiel haben. Und wir haben ein sogenanntes Texture-Tool. Und mit diesem Texture-Tool können wir entweder Ordner oder Dateien importieren. Und dieses Texture-Tool liest diese GIMP-File. Und in dieser GIMP-File stehen dann zum Beispiel Sachen drin wie, soll er die PNG-Datei runterskalieren, soll er sie in irgendein spezielles DDS-Format, BC7, BC5 etc. konvertieren oder nicht. Und dann gibt es noch 1000 verschiedene andere Einstellungen. Das brauchen wir vor allem, wenn wir Cross-Plattform gehen, weil wir zum Beispiel auf gewissen Plattformen andere Grafikdateien brauchen, die eben nicht DDS sind. Und dann haben wir noch 2 weitere Unterordner. Einmal HUD. In diesem HUD liegt dann tatsächlich diese Hintergrundgrafik, wie man sie auch schön sieht. Diese Hintergrundgrafik für den Mileage Counter, dieser Background. Und im Scripts-Ordner sind eben unsere 4 Skripte, die wir heute zusammen entwickeln wollen. Als erstes schauen wir uns jetzt noch die Moddesk-Datei an. Sehr, sehr simpel. Das ist wirklich das Base-Setup dieser Datei. Wir werden es im Laufe der Präsentation noch erweitern, aber ich möchte einfach mal kurz damit anfangen. Ganz oben, das Hauptelement Moddesk hat eine Desk-Version, in dem Fall die Nummer 72, und die sagt unserem System, der Spieler, der diesen Mod nutzen möchte, muss mindestens die Moddesk-Version 72 unterstützen. Das war, glaube ich, Patch-Level 1.12. Und mit jedem Patch-Level erhöhen wir diese Moddesk-Version, weil wir dann zum Beispiel neue Funktionen ins Spiel einbauen oder wenn sich irgendwas geändert hat. Und um diese Kompatibilität des Mods mit unserem Spiel zu garantieren, gibt es eben diese Moddesk-Version. Dann haben wir weitere Elemente, wie zum Beispiel den Autor, die Versionsnummer. Das Multiplayer-Tag ist nur ein Tag, um unserem Spiel zu sagen, ob dieser Mod in der Multiplayer-Mod-Selektion angezeigt werden soll oder nicht. Es hat nichts mit der Funktionalität im Multiplayer zu tun. Es ist nur für die reine Selektion in dieser Liste zuständig. Dann gibt es noch den Titel unseres Mods, eine kleine Beschreibung, die in der Mod-Übersicht angezeigt wird und am Schluss die Verlinkung auf unser Ingame-Icon. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir direkt an mit unserer ersten Lua-Datei. Das ist der Mileage Counter. Das ist eine Spezialisierung für Fahrzeuge. Und das Erste, was wir machen, wir erweitern unsere Moddesk-Datei um ein Specialization Tag, um wiederum unserem Spiel zu sagen, hey, ich baue jetzt eine neue Spezialisierung, eine neue Fahrzeugspezialisierung, die den Namen Mileage Counter hat. Der Klassenname der Lua-Datei ist Mileage Counter und am Schluss der Filename, damit das System weiß, welche Lua-Datei er laden muss. Der Mileage Counter an sich ist auch wieder
am Anfang sehr, sehr primitiv. Ich habe hier wiederum ein Grundgerüst einer Spezie, einer Mod-Spezie aufgelistet. Das heißt, wir sehen ganz oben, ein Local Modname ist gleich g oder g underscore current Modname. Das heißt, beim Laden dieser Lua-Datei wird der aktuelle Modname, in dem Fall ich selbst, also Mileage Counter, in diese Variable geschrieben. Wir brauchen es, um dann in Zeile 7 unseren Namespace für das Mod zu generieren. In Zeile 4 erzeugen wir unser Klassenobjekt und Zeile 10, die Funktion wird aufgerufen beim Fahrzeugladen bzw. beim Spezieladen und stellt sicher, dass für mein aktuelles Fahrzeug oder für diese aktuelle Spezie alle hier angegebenen Subspezialisierungen, in dem Fall Motorized, vorhanden sein muss. Das heißt, ich kann diese Spezie, wie sie hier ist, zum Beispiel niemals für den Grubber nutzen, weil ein Grubber hat keinen Motorized oder keinen Motor. Zeile 15 bis 18 registriert unsere sogenannten Event-Listener. Während des Ladens oder während des Spiels eines Fahrzeugs ruft unsere Vehicle-Klasse, das ist das Grundgerüst eines jeden Fahrzeugs, verschiedene Events auf. Wir wollen es für unsere Spezie hier auf 2 Events registrieren. Das ist einmal die OnLoad-Funktion, die wird aufgerufen, wenn das Fahrzeug geladen wird. Und die OnUpdate-Funktion wird in jedem Update, also in jedem Frame aufgerufen. Und die brauchen wir eben, um später die gefahrene Distanz zu addieren. Damit man diese 2 Events registrieren kann, müssen wir auch diese 2 Funktionen hier unten angeben, ab Zeile 21. Das heißt einmal die OnLoad-Funktion, wo wir eben die Driven Distance einmal klassisch auf 0 setzen für den Start des Fahrzeugs. Und in Zeile 27 eine leere Funktion für OnUpdate. Im nächsten Schritt wollen wir dann diese OnUpdate-Funktion tatsächlich auch implementieren. Das heißt, wir wollen sie mit Leben und mit Code füllen. Was müssen wir machen, wenn wir einen Kilometerstandzähler bauen wollen? Wir müssen eigentlich nur die gefahrene Distanz des letzten Frames aufaddieren. Und das machen wir hier in Zeile 17. Wir greifen auf self.lastMoveDistance zu. Das ist die Bewegung des Fahrzeugs im letzten Frame. Und das ist eine Variable aus unserer Basisklasse der Vehicle-Lua und die ist für jede Spezialisierung verfügbar. Und diesen Wert speichern wir uns einfach lokal in unserer Driven Distance Variable zwischen. Das Ganze wollen wir aber nur machen, wenn sich das Fahrzeug auch tatsächlich bewegt hat. Und deswegen gibt es in Zeile 14 diese if-Klausel, die sagt, okay, wenn die Last Move Distance größer ist als 0,001 Meter, dann haben wir uns tatsächlich auch wirklich bewegt. Weil manchmal gibt es so ein bisschen Floating Point Errors und die wollen wir einfach rausfiltern, weil die sind irrelevant. Und dann, damit es vielleicht noch ein bisschen performanter wird, wollen wir das Ganze nur machen, wenn da tatsächlich der Motor auch an ist. Wie beim echten Fahrzeug wird es ja auch nur gezählt, wenn der Motor aktiv ist. Nochmal zurück. Und prinzipiell ist es das eigentlich schon. Wenn ich jetzt das Fahrzeug lade, losfahre, dann zählt das Fahrzeug unsichtbar seinen Kilometerstand. Es wird nirgendwo angezeigt, aber er tut eigentlich, was er soll. Wir wollen später im Laufe der Präsentation das Ganze auch anzeigen. Und dafür bauen wir später ein HUD-Element und dieses HUD-Element muss irgendwo die Daten herbekommen. Und das klassische Vorgehen bei der objektorientierten Programmierung ist, dass man für sowas einen sogenannten Getter, eine Getter-Funktion schreibt und die haben wir im nächsten Schritt. Die nennt sich getDrivenDistance und die liefert mir einfach den aktuellen Wert der gefahrenen Kilometer zurück. Um eine neue Funktion zu bauen, muss ich die ebenfalls diesem Fahrzeug zuordnen, also registrieren. Deswegen gibt es hier oben diese Spezi-Funktion Register Functions und da kann ich einfach eine neue Funktion für diese Spezialisierung registrieren und eben unten auch angeben. Dann haben wir unseren Getter. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, dass wir unseren Kilometerstand speichern. Denn bisher ist es so, ich starte das Spiel, fahre los, Kilometer werden gezählt, ich gehe aus dem Spiel raus, der Arbeitsspeicher wird gekillt und meine ganze Fahrdistanz ist verloren gegangen. Das heißt, wir müssen das Ganze dann am Schluss auch noch speichern. Speichern ist relativ einfach. Wir haben im FS22 die sogenannten XML-Schemata eingeführt.
Das macht es in dem Fall einen Ticken komplizierter, hat aber den großen Vorteil, dass wir in der XML-Bearbeitung die Autovervollständigung haben. Und deswegen müssen wir jetzt in einer Funktion, die nennt sich init specialization, müssen wir das XML-Schema eines Fahrzeugs erweitern. In dem Fall das SafeGame-Schema, denn wir haben zwei XML-Schemata, einmal für die Fahrzeugkonfiguration und einmal für das SafeGame. Das heißt, was das Fahrzeug tatsächlich auch speichert. Und in dem Fall erzeugen wir uns einen neuen XML-Pfad, der eben für diesen Mileage-Counter die Driven Distance als Attribut in der XML speichert. Und das Ganze ist vom Typ XML Value Type Float, das bedeutet, es ist eine Fließkommazahl mit Komma. Und dann adden wir unserer Spezi die Save-to-XML-File-Funktion. Das ist die Funktion, die von unserer Basisklasse, der Vehiklur, bei jedem Speichervorgang aufgerufen wird. Und da ist es eigentlich dann sehr, sehr primitiv. Wir übergeben den Pfad, den wir oben registriert haben, und den aktuellen Kilometerstand, und das System schreibt das ins SafeGame hinein. Jetzt haben wir gespeichert, aber wir müssen natürlich beim Spielstand laden auch wieder laden. Deswegen erweitern wir unsere OnLoad-Funktion. Und die OnLoad-Funktion, genauso wie die Preload- und Postload-Funktion, haben einen Parameter, der nennt sich SafeGame. Und dieser SafeGame-Parameter hat im Normalfall ist eine Referenz auf das aktuelle geladene SafeGame. Das heißt, wenn dieses SafeGame vorhanden ist, dann können wir in Zeile 8 darauf eine Nil-Prüfung machen. Das heißt, wenn ein SafeGame da ist, dann wird der Wert geladen. Wenn SafeGame Nil ist, also wenn wir ein komplett neues Spiel starten, dann brauchen wir in dem Fall nichts machen. Und in Zeile 10 ist es eben so, wir rufen das SafeGame auf, die XML-Datei, und laden aus der XML-Datei unseren registrierten Pfad. Und wenn der zum Beispiel nicht verfügbar ist, weil wir ein altes SafeGame starten, wo es den Mod noch nicht gegeben hat, haben wir am Schluss das Komma 0, was eben einen Default-Wert zurückgibt, falls der Pfad im SafeGame nicht vorhanden ist. Unser Mod ist an sich fertig. Das heißt, wir können jetzt laden, wir können speichern, wir können fahren, es wird alles aufgezeichnet. Aber wer sich erinnert, in unserem Mod-Desk haben wir angegeben, Multiplayer supported true. Das bedeutet, dieser Mod soll auch im Multiplayer verfügbar sein. Also müssen wir jetzt in unserer Spezi dafür sorgen, dass die Daten auch tatsächlich synchronisiert werden. Multiplayer-Synchronisation ist prinzipiell kein Hexenwerk. Wenn man sich die Grundkonstrukte bildlich vorstellt, ist es ganz einfach. Unsere Fahrzeuglogik ist so aufgebaut, dass immer der Server an die Clients synchronisiert, im Normalfall. Oder in 90% der Fälle synchronisiert der Server an den Client. Als Vorbereitung für unsere Multiplayer-Synchronisation erweitern wir unsere OnLoad-Funktion mit 3 Variablen. Einmal mit einem sogenannten Threshold, den setzen wir hier auf 10 Meter. Das heißt, wir wollen nur den neuen Kilometerstand synchronisieren, wenn er sich um mehr als insgesamt 10 Meter verändert hat. Das Ganze machen wir, weil wir wissen, dass wir später in unserer Anzeige nur Kilometer und eine Nachkommastelle anzeigen werden. Das heißt, wir können eigentlich im Multiplayer alle Meter nach dieser ersten Nachkommastelle komplett ignorieren, deswegen wir brauchen sie gar nicht synchronisieren. Und dann gibt es dieses Driven Distance Send, und diese Variable beinhaltet den letzten synchronisierten Kilometerstand an den Client. Und dann brauchen wir zum Schluss noch das Dirty Flag. Unser Multiplayer-Code nutzt ein sogenanntes Dirty Pattern. Das heißt, jedes Fahrzeug hat eine sogenannte Dirty Mask, das ist eine Bitfolge, und jede Spezialisierung registriert sich für ein Bit dieser Folge. Und es ist ein sogenanntes Dirty Flag. Und wenn unser Skript-Mod jetzt, oder zum Beispiel unsere Mod-Spezi später sagt, ich möchte dieses Bit von 0 auf 1 setzen, dann ändert sich der Wert dieser ganzen Bitfolge und ist zum Beispiel dann, also wenn das Fahrzeug kein Dirty Flag geraced hat, dann ist der Wert dieser Bitfolge 0. Wenn aber jetzt zum Beispiel unser Mileage-Counter registriert sich das 5. Bit und raced es später, das heißt, er sagt, ich möchte synchronisiert werden, dann ist das 5. Bit auf 1 und dann ergibt die Gesamtsumme der Bits eben nicht mehr 0, sondern größer 0,
und somit weiß unser Multiplayer-System, okay, ich muss dieses Fahrzeug an den Client synchronisieren, weil sich etwas geändert hat. Und dafür ist eben dieses Dirty Flag zuständig. Wir haben unsere 3 Variablen in die Load-Funktion eingebaut. Das heißt, was wir als nächstes machen, wir ändern unsere On-Update-Funktion und erweitern sie um lokalen Netzwerkcode. Wie ich bereits gesagt habe, im Normalfall synchronisiert immer der Server die Daten zum Client. Das bedeutet in unserem Fall, wir brauchen den Kilometerstand auch nur am Server berechnen, weil wir wissen, dass wir danach die Daten zum Client schicken. Deswegen gibt es in dieser Zeile 11 einen Check mit if auf self.isServer, das heißt, der nachfolgende Code wird nur am Server ausgeführt. Ich habe vorhin gesagt, wir haben einen sogenannten Threshold, der uns sagt, okay, wir möchten die Daten nur synchronisieren, wenn sich die gesamtgefahrene Distanz seit dem letzten Update, Server-Update, um mehr als 10 Meter geändert hat. Das heißt, was machen wir? Wir subtrahieren von den aktuellen Kilometerstand minus den letzt gesendeten Kilometerstand, machen das Ganze absolut, das heißt, bewegen es in den positiven Bereich und vergleichen ab die Differenz größer als dieser Threshold. Wenn es so ist, dann setzen wir die Driven Distance Send auf den neuen Kilometerstand und sagen, hey, einmal bitte raise Dirty Flag und sagen unserem Netzwerksystem somit, okay, bitte synchronisiere jetzt den neuen Kilometerstand an die Clients. In dem Fall weiß unser System, okay, ich muss jetzt was synchronisieren. Aber was muss ich synchronisieren? Und deshalb gibt es 4 neue Event-Listener, die aufgerufen werden. Einmal die On-Read-Stream, die On-Write-Stream und das Ganze nochmal für den Update-Fall. Die ersten 2 Funktionen, On-Read-Stream und On-Write-Stream, sind die Funktionen, die aufgerufen werden, wenn ein neuer Client das Spiel betritt. Das heißt, der initiale Synchronisierungsvorgang im Netzwerk. Und die On-Read-Update-Stream und On-Write-Update-Stream-Funktionen sind die Funktionen, die aufgerufen werden, wenn das Dirty Flag geraced wurde. Zunächst wollen wir uns mit den 2 Funktionen beschäftigen, die aufgerufen wird, wenn ein neuer Client joint. Das heißt, der Client sagt, ich möchte dem Server beitreten und der Server weiß, okay, es kommt ein neuer Client, ich synchronisiere jetzt für alle Fahrzeuge deren aktuellen Stand. Das heißt, am Server wird diese On-Write-Stream-Funktion aufgerufen und für unsere Mileage-Counter-Spezialisierung schreiben wir da einfach die aktuell gefahrene Distanz in Metern und schicken die mit einem int32 an den Client. int32 ist eine Ganzzahlnummer mit genau 32 Bits. Ist in dem Fall nicht optimiert. Man könnte es mit Sicherheit noch optimieren, indem man ein paar Bits weglässt, weil unser Mileage-Counter hat, glaube ich, nur 8 Stellen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch gar keine 32 Bits, um das zu synchronisieren. Aber der Einfachheit halber habe ich das jetzt einfach mal hier so gelassen. Unser Netzwerkcode basiert auf einem Protokoll. Das heißt, was bedeutet Netzwerkprotokoll? Netzwerkprotokoll bedeutet, alles, was der Server schreibt, muss am Client gelesen werden. Das heißt, wenn ich am Server eine StreamWrite int32-Funktion aufrufe, muss der Client ein StreamRead int32 aufrufen, weil sonst die Bitfolge im Protokoll nicht mehr passt. Das heißt, wir sehen hier oben in Zeile 12, der Server ruft StreamWrite int32 auf, schreibt die aktuelle gefahrene Distanz in diese 32 Bits rein, die werden in den Client geschickt und der Client weiß, okay, an dieser Position der Bitfolge lese ich genau 32 Bits und konvertiere diese 32 Bit in einen Integer, lese sie aus und schreibe sie in meine lokale Variable. Und somit hat der Client zum Event des Beitretens des Servers den aktuellen Kilometerstand. Wenn wir dann während des Fahrens oder während des Spiels die Daten neu synchronisieren wollen, funktioniert das im Prinzip genauso. Wir synchronisieren immer einen int32 mit der aktuell gefahrenen Distanz. Der einzige Unterschied ist, dass es bei Fahrzeugen passieren kann, dass auch der Client Daten an den Server schickt. Das ist vor allem der Fall, wenn wir zum Beispiel den Tempomat ändern, wenn wir Gas geben, wenn wir bremsen. Da muss der Server natürlich wissen, was der Client macht. Lenkt er nach links, lenkt er nach rechts.
Und deshalb brauchen wir hier in der Write-Update-Stream und der Read-Update-Stream zwei Funktionen. Einmal in Zeile 7, die prüft im Write-Stream, ob die Daten vom Client kommen oder vom Server. Und was wir machen wollen, wir wollen eben nur vom Server an den Client synchronisieren. Das heißt, in Zeile 7 checken wir, ob die Connection, die Verbindungsreferenz der Server ist oder der Client. Mit not Connection get is Server bedeutet, dass diese Connection, die gerade die Funktion aufruft, der Client ist. Der Server ist. Das heißt, wir können dann im weiteren Verlauf der Funktion unseren Wert synchronisieren. Das gleiche unten in der Read-Update-Stream genau invertiert. Der Spezialfall hier im Update ist noch Zeile 11, dass wir die Dirty Mask checken müssen. Wir haben ja gesagt, die Dirty Mask ist eine Abfolge von Bits und jede Spezialisierung kann sich ein Bit greifen und markieren, okay, zum Beispiel Bit 5 ist jetzt das Bit, das sagt, ob ich Daten des Mileage Counters synchronisieren muss. Und wie man hier oben schön sieht in Zeile 5, ist der dritte Parameter ist die Dirty Mask. Das heißt, wenn das Fahrzeug synchronisiert wird, ruft unser Netzwerkcode diese Funktion auf und übergibt die aktuelle Dirty Mask von diesem Fahrzeug. Und dann kann ich in Zeile 11 mit ein bisschen Bitlogik checken, ob dann diese Bitmaske, ob dann in dem Fall von diesem Update gerade mein eigenes Dirty Flag markiert ist. Und wenn das markiert ist, weiß ich, dass ich im letzten Update des Fahrzeugs dieses Bit geraced habe und weiß, okay, jetzt hat sich die gefahrene Distanz tatsächlich verändert. Und dann kann ich in Zeile 12 meinen neuen Zustand synchronisieren. Weil es kann natürlich vorkommen, oder es kommt auf jeden Fall vor. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen im Netzwerk diesen Mileage-Counter nur synchronisieren, wenn sich die gefahrene Distanz um mehr als 10 Meter verändert hat. Aber bis ein Schlepper 10 Meter fährt, passiert ganz viel. Er kann zum Beispiel das Licht angeschaltet haben, er ist vorwärts gefahren, er hat vielleicht gebremst. Das heißt, währenddessen kommen ganz viele andere Netzwerkpakete. Aber in diesen ganzen vielen Netzwerkpaketen, zum Beispiel fürs Lenken oder fürs Gas geben oder fürs Bremsen, brauchen wir die Daten vom Mileage Counter nicht synchronisieren. Und deswegen gibt es eben dieses Dirty Flag Pattern, damit wir eben hier nicht zu viel Netzwerk-Traffic erzeugt, sondern nur dann, wenn man wirklich was zu synchronisieren hat. Damit sind wir dann aber tatsächlich auch wirklich fertig mit unserem Mileage Counter. Das heißt, die Spezies ist verfügbar. Ich könnte sie in einen neuen Fahrzeugmod einbauen. Aber viel interessanter ist ja eigentlich, dass ich diese Spezies in alle bestehenden Fahrzeuge einbauen kann und möchte. Und dafür bauen wir eine neue Lua-Datei und die nennt sich Inject Specialization Lua. Und die hängt sich eigentlich nur an unser Grundsystem und fügt jedem Fahrzeug, das einen Motor hat, unsere Spezialisierung hinzu. Wie das Ganze aussieht oder was man machen muss, um das zu verwirklichen, zeige ich jetzt in den nächsten Slides. Als erstes müssen wir wieder unsere Konfigurationsdatei, also unsere Moddesk, erweitern um die sogenannten Extra Source Files. Beim Laden eines Mods läuft unser System die XML durch, sucht nach diesem Tag Extra Source Files und lädt alle Lua-Dateien, die hier drin definiert sind. In dem Fall auch unsere Inject Specialization Lua und führt dann den Code dieser Datei aus. Die Datei wollen wir jetzt als nächstes implementieren und das ist es eigentlich. Mit dem bisschen Code kann man eine Spezies jedem Fahrzeug hinzufügen. Ja. Was sie macht, wir haben den sogenannten Type Manager. Der Type Manager ist unser Managersystem, das Fahrzeugtypen zusammenbaut. Also wir haben zum einen Spezialisierungen, wir haben die Vehicle-Lua-Klasse, das ist die Grundklasse eines jeden Fahrzeugs, und wir haben Types. Ein Type besteht aus einer Vielzahl von Spezialisierungen. Zum Beispiel ein Grupper. Der Vehicle-Type Grupper hat die Spezialisierung Attachable, dann Wearable, Work Particles, Work Areas etc. Der Type Manager baut eben diesen Typ zusammen und sagt, okay, wenn ich einen Grupper lade, das ist der Typ für den Grupper und der Grupper weiß dann, okay, ich habe Work Areas, ich habe Attachable, Spezi etc. Und da dieser Type Manager diese Typen zusammenbaut, ist es der Type Manager auch perfekt geeignet, um
Spezies nachträglich an ein Fahrzeug anzuhängen. Und das passiert im Finalize Types, in der Finalize Types Funktion unseres Type Managers. Und da möchten wir uns eben anhängen. Und dafür gibt es die Funktion in der Utils-Klasse, Utils Prepended Function, die eben einer bestehenden Funktion Code hinten anhängt. Und was wir hinten anhängen wollen, ist die Zeile 8 bis Zeile 23. Und da machen wir nichts anderes. Wenn die Funktion aufgerufen wird, schauen wir, ob es sich um ein Fahrzeug handelt. Denn intern benutzen wir den Type Manager nicht nur für Fahrzeuge, sondern wir benutzen ihn auch für Placeables und im neuen Spiel auch für Handtools. Und dann loopen wir über alle Types und schauen, ob in einem registrierten Typ die Spezie vom Typ Motorized vorkommt. Weil wir wollen unsere Spezie natürlich nur anhängen, wenn der Typ einen Motor hat. Also zum Beispiel beim Traktor, beim Mähdrescher etc. Und dann fügen wir da ganz primitiv mit Add Specialization unseren Mod-Spezi Mileage Counter hinzu. Und dann funktioniert das out of the box. Wir haben unseren Mileage Counter gebaut. Wir können speichern, wir können Multiplayer synchronisieren. Er funktioniert mit jedem Motorized Fahrzeug bei uns im Spiel. Aber was noch nicht geht, wir haben noch keine Anzeige. Und um eine Anzeige zu bauen, brauchen wir ein neues HUD. Und das machen wir in unserem Fall mit dem Mileage Display. Auch das fängt wieder an in unserer Moddesk. Das heißt, wir fügen eine neue Extra-File hinzu, damit unser System weiß, dass er dieses Mileage-Display eben laden muss. Unser Mileage-Display ist aufgebaut, zunächst eine leere Lua-Datei und dann definieren wir einige Konstanten. Man kann das machen, dass man diese Konstanten vorweg definiert und dann eben mit diesen Variablennamen oder Konstantennamen im Code arbeitet. Hat Vor- und Nachteile. In unserem Beispiel habe ich es jetzt mal gemacht, dass wir eben diese Konstanten hier oben zwischenspeichern. Zum Beispiel, wir definieren Konstanten für die Größe des Displays, also des Hintergrunds, die Schriftgröße, also Mileage Display Size und dann eben dieses Textelement. Wir definieren die Position, also das Offset, wo das Display im Bildschirmbereich sein soll, wo der Text im Background angezeigt wird und ganz am Schluss die Farben für das Textrendering. Als nächstes brauchen wir zwei Helferfunktionen. Das ist einmal die getBackgroundPosition, die berechnet uns auf dem aktuellen UI-Scale. Also UI-Scale kommt hier als Parameter rein, der liefert uns oder der definiert den aktuellen UI-Scale, der von euch als Spieler gesetzt wurde. Weil ihr könnt ja das HUD skalieren in der Größe und wir müssen natürlich dementsprechend in unserem Code darauf reagieren. Das heißt, wir nehmen den UI-Scale und berechnen uns dann die normalisierten Werte aus den gerade angezeigten Konstanten. Denn wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir, wir arbeiten hier mit Zahlen, zum Beispiel von der Größe 128 mal 32 Pixel. Unsere Engine arbeitet aber intern im Rendering, also im Display-Rendering, mit normalisierten Zahlen. Das heißt von 0 bis 1. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen unsere Pixelwerte umrechnen in einen normalisierten Bereich. Und dafür gibt es diese Funktion getNormalizedScreenValues. Und diese Funktion, da kann ich zwei Werte übergeben, einen x-Wert und einen y-Wert. Und er nimmt diese Werte und rechnet die in diesen normalisierten Bereich um, auf Basis von einem Full-HD-Bildschirm. Das heißt, wir bauen unser komplettes UI auf Basis von Full HD 1920 x 1080 und die Funktion rechnet uns dann die Werte, die wir angeben, in einen normalisierten Bereich um, in 0 bis 1. Und wenn ihr zum Beispiel auf einem 4K-Monitor spielt, dann skaliert es automatisch mit. Und das ist eben dieser Vorteil von diesen normalisierten Werten. Und dann haben wir noch eine zweite Helferfunktion, das nennt sich createBackground und die erstellt ein sogenanntes Overlay. Ein Overlay, muss man sich vorstellen, ist einfach ein Quadrat oder ein Rechteck und darauf wird eine Grafik angezeigt. Und was wir machen in Zeile 20, wir laden uns unsere PNG-Datei, die wir in unserer Mod-Ordnerübersicht vorhin gesehen haben, also in dem HUD-Ordner liegt eben diese PNG-Datei. Wir geben hier explizit PNG an und die Engine intern replaced das PNG mit der plattformspezifischen Endung, zum Beispiel am PC DDS und lädt dann tatsächlich auch die DDS und nicht die PNG-File.
Da es sich um einen Mod handelt, müssen wir zwingend diesen Pfad in einen absoluten Pfad auf dem Dateisystem umwandeln. Und deswegen gibt es diese utils.getFileName-Funktion, die als zweiten Parameter das aktuelle Mod-Directory übergeben bekommt. Das heißt, beim Laden und dieser Lua-Datei steht in dieser Mod-Directory-Variable der aktuelle Mod-Folder-Name. Und das System kann dann eben das auflösen und einen absoluten Pfad auf dem Dateisystem erzeugen und dem dann der Overlay-Funktion übergeben, um eben so ein Overlay zu generieren. Ja, und dann können wir eigentlich schon mit der Klassendefinition unseres HUDs anfangen. Das Mileage-Display soll eine Klasse sein, wovon wir dann später eine Instanz erzeugen können. Um eine Klasse zu definieren, brauchen wir erstmal ein Table. Den haben wir bereits hier schon definiert in Zeile 4. Ein leerer Table, der in der Variable Mileage-Display zwischengespeichert wird. Und in Zeile 2 brauchen wir einen sogenannten Metatable. Und diesen Metatable, das ist ein klassisches Lua-Konstrukt, den erzeugen wir mit der Class-Funktion. Und in dem Fall sagen wir eben, unser Mileage-Display ist eine Subklasse vom HUD-Display-Element. HUD-Display-Element ist eine Klasse, die ein bisschen Zusatzlogik beinhaltet, zum Beispiel das Hereinfahren von Displays, das Ein- und Ausblenden von Displays etc. Und wir sagen, diese ganze Funktionalität möchten wir in unserem Mileage-Display auch haben, deswegen machen wir das als Subklasse davon. Dann brauchen wir einen Konstruktor, der eben eine neue Instanz dieser Klasse erzeugt. Als erstes erzeugen wir unseren Background, also diese Hintergrundgrafik, mit unserer Helferfunktion createBackground und dann erzeugen wir ganz primitiv eine neue Instanz und geben diese Instanz mit Self zurück. Dann gibt es noch zwei wichtige Funktionen, die man auf jeden Fall implementieren sollte bei einem HUD. Das ist einmal die Draw-Funktion. Die Draw-Funktion wird in jedem Frame aufgerufen und zeichnet tatsächlich etwas auf dem Bildschirm. In dem Fall ist sie noch leer, weil wir noch keine Logik dafür implementiert haben. Das heißt, wir rufen nur die Funktion der Superklasse auf, in dem Fall von HUD-Display-Element. Und das würde bedeuten, in dem Fall, wenn wir jetzt den Mod laden würden, würde zumindest schon mal der Hintergrund gerendert werden. Weil das Hintergrund-Rendering übernimmt eben die Basisklasse. Und setScale ist die Funktion, die aufgerufen wird, wenn ihr im Spiel den UI-Scale ändert. Dann wird diese Funktion aufgerufen und sorgt dafür, dass unser neues Mileage-Display eben auch mit skaliert. Ja, unser Mileage-Display ist fertig, aber es weiß noch nichts vom Fahrzeug. Das heißt, wir brauchen in unserem Mileage-Display zwingend eine Referenz auf das Fahrzeug, in dem wir gerade sitzen, das wir anzeigen möchten. Deswegen erweitern wir unseren Konstruktor in Zeile 9 mit einer Variable, die nennt sich self.vehicle, wo wir die Referenz auf das aktuelle Fahrzeug zwischenspeichern. Und wie ich vorhin schon erklärt habe, sind klassische Konzepte der Objektorientierung die Kapselung und deswegen gibt es sogenannte Setter und Getter. Getter haben wir vorhin gesehen, um die gefahrene Distanz zurückzuholen und mit einem klassischen Setter wie mit setVehicle setzen wir in einem Objekt eine Referenz oder einen Wert. In dem Fall die Referenz auf das aktuelle Fahrzeug. Diese Funktion setVehicle wird aufgerufen, wenn man in ein Fahrzeug einsteigt, aber auch wenn man aussteigt. Wenn man einsteigt, beinhaltet Vehicle als Parameter in Zeile 16 die Referenz auf das Fahrzeug. Wenn man aussteigt, kommt hier als Wert nil rein und wir wissen, wir sitzen in keinem Fahrzeug mehr. Jetzt geht es zum tatsächlichen Textrendering. Also wir haben gesagt, die Draw-Funktion zeichnet bereits den Hintergrund, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch unseren Kilometerstand anzeigen. Und was wir als erstes brauchen, wir müssen uns wieder unsere Werte von Pixelwerten in normalisierte Werte umrechnen. Dafür bauen wir uns eine weitere Hilfefunktion, die nennt sich ApplyValues, die unsere Textwerte, unsere Textpixelwerte in normalisierte Größen umrechnet und zwischenspeichert. Eigentlich vom Prinzip das gleiche, wie wir es vorhin schon hatten. Und diese Funktion rufen wir auf, einmal im Konstruktor, damit wir die Werte initialisieren und einmal, wenn die setScale-Funktion aufgerufen wird, damit wir eben die Textgröße dynamisch anpassen können, wenn der UI-Scale geändert wird. Und dann implementieren wir unsere Draw-Funktion. Wir haben vorhin gesehen, die Draw-Funktion macht aktuell nichts anderes, als die Funktion der Superklasse aufzurufen, um eben den Hintergrund zu rendern. Und jetzt wollen wir sie um weitere Logik ergänzen. Etwas zu zeichnen ist
hat immer was mit Performance zu tun. Deshalb müssen wir als erstes ein if bauen und sagen, okay, wenn man nicht in einem Fahrzeug sitzt, dann brauchen wir nichts zeichnen. Das heißt, wir können direkt mit einem if checken, sitze ich gerade in einem Fahrzeug, ja oder nein. Wenn es nil ist, sitze ich in keinem. Wenn Self.Vehicle eine Referenz auf ein Fahrzeug hat, dann sitze ich in einem Fahrzeug. In dem Fall checken wir auf Self.Vehicle ist gleich nil. Wenn ich also in keinem Fahrzeug sitze, dann brechen wir die Funktion direkt ab und brauchen gar nichts mehr machen. Wenn wir aber doch in einem Fahrzeug sitzen, das heißt, Vehicle hat eine Referenz auf ein Fahrzeug, dann können wir den folgenden Code ausführen. Als erstes rufen wir den Getter, den wir vorhin implementiert haben, von unserem aktuellen Fahrzeug auf und holen uns dessen aktuellen Kilometerstand. Wir wollen später eigentlich nur die Kilometer anzeigen. Deshalb dividieren wir den Wert der gefahrenen Distanz durch 1000, weil in dieser gefahrenen Distanz speichern wir den Wert als Meter und wir wollen natürlich Kilometer anzeigen, deswegen dividieren wir das Ganze durch 1000. Wir haben gesehen, unser HUD ist relativ klein. Wir können nur 8 Stellen anzeigen, plus eine Nachkommastelle. So wie beim PKW-Tacho auch, wenn man mal über 1 Million Kilometer kommt, dann flippt er wieder, oder früher ist er auf 0 zurückgeflippt. Und das Ganze können wir hier auch relativ einfach machen mit einer Modulo-Operation. Wir nehmen den Wert, rufen Modulo drauf auf mit dem Maximalwert, den das Display anzeigen kann und stellen somit sicher, dass, wenn dieser Maximalwert erreicht ist, das Ganze wieder auf 0 zurückflippt. Wir haben ein Spiel, was auf, ich glaube, 17 oder 18 Sprachen bisher gepublished wurde. Das heißt, wir haben amerikanische, nordamerikanische Kollegen, die spielen nicht auf Kilometerbasis, sondern auf Meilen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, wir müssen unseren Wert umrechnen in die Einheit, die der Spieler gesetzt hat. Und dafür gibt es die GetDistance-Funktion in unserer Internationalisierungsdatei, dem G_i18n. Und die Funktion nimmt den Wert, schaut in den Settings, welches Format oder welche Einheit der Spieler eingestellt hat und konvertiert den Wert automatisch in die korrekte Einheit. In dem Fall zum Beispiel Meilen oder eben Kilometer. In Zeile 20 holen wir uns noch die aktuelle Einheit, die der User gesetzt hat, als Text, damit wir das eben später auch anzeigen können. In Zeile 23 und 25 ist eine Besonderheit, was wir machen wollen später. Wir wollen auf unserem HUD alle Stellen anzeigen als Hintergrund in einem leichten Grauton, also alle 8 Stellen. Und im Vordergrund möchten wir in heller weißer Schrift den aktuellen Zustand anzeigen. Und das Simpelste ist, wenn wir uns einfach einen Background-Text speichern und einen Foreground-Text speichern. Der Background-Text, den erstellen wir mit einer String-Format-Funktion. Die bekommt hinten als Parameter die Distance und Unit. Unit, haben wir gesagt, ist die Einheit des Kilometerstands, zum Beispiel in Kilometer oder Meilen. Und Distance ist unsere gefahrene Distanz in Kilometer. Und das Besonderheit dieser String-Format-Funktion ist, ich kann eine Zahl oder einen String damit formatieren. Es sieht ein bisschen kryptisch aus. Wir sehen hier %08.1f. Das bedeutet, er nimmt die Distanz, die Kilometerdistanz, und konvertiert die in einen String, also in einen Text. Und zwar so. Wir fangen rechts an. Das System weiß mit f, es ist ein Float, das heißt eine Fließkommazahl. Mit Punkt 1, es ist am Schluss soll ein Text dastehen, der genau eine Nachkommastelle hat. Und %08, Prozent ist eine Wildcard oder so ein Identifier, damit er weiß, jetzt kommt ein formatierter String. Aber 0,8 sagt, die Zahl soll genau 8 Stellen haben. Und wenn sie kleiner ist als 8 Stellen, dann soll die restlichen Stellen einfach mit 0, also da fängt einfach, wir haben 20 Kilometer, dann fügt der vorne einfach 6 0 dazu. Und somit können wir unseren Hintergrundtext schön anzeigen. Bei unserem Vordergrundtext ist es ganz anders. Wir formatieren ihn ebenfalls mit %.1f. Das heißt, wir erstellen eine Fließkommazahl mit genau einer Nachkommastelle, aber vorne fügt er einfach die aktuelle Distanz. Das heißt, wenn 20 ist, steht da einfach 20 und eben nicht 0,0000020. Als nächstes müssen wir unsere Position des Texts berechnen.
Das heißt, wir holen uns unsere aktuelle Text-Size, die Text-Color und die Background-Color, speichern die zwischen, damit es ein bisschen performanter ist und berechnen uns dann in Zeile 16 bis 18 die Position. Mit Self-GetPosition holen wir uns vom System die aktuelle Position, wo unser Hintergrund gerendert wird und addieren auf diese Position XY unser Text-Offset, wo wir eben, also vom Prinzip ist der Ankerpunkt, ist der linke untere Punkt des Overlays und von dem, auf diesen Punkt addieren wir das Text-Offset. Zum Beispiel 20 Pixel nach rechts und 10 Pixel nach oben und hier wird dann der Text gerendert. Und wie das Rendering funktioniert, sehen wir in der nächsten Slide. Unser Text-Rendering ist speziell, denn es benutzt einen sogenannten Global State. Das heißt, in Zeile 11 zum Beispiel setze ich das Text-Rendering auf nicht fett, also nicht bold. Das heißt, jeder Text, der danach gerendert wird, ist definitiv nicht bold, also nicht fett. In Zeile 12 setze ich das Text-Alignment auf rechtsbündig. Das heißt, jeder Text, der danach gerendert wird, ist rechtsbündig. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man am Text-Rendering, an diesem globalen State was ändert, dass man es dann am Schluss auch wieder zurücksetzt. Und das machen wir in Zeile 23 und 24. Weil wenn man das nicht macht, sind alle nachfolgenden Texte falsch. Das kann man oft sehen, wenn während der Entwicklung von einem Mod oder während der Entwicklung vom Spiel, wenn man es vergisst, sieht das Spiel danach ganz, ganz komisch aus. Wenn plötzlich alle Texte rechts aligniert sind statt links aligniert. Deswegen muss man das ganz, ganz wichtig am Schluss immer wieder zurücksetzen. Zurück zur Zeile 13. Wir wollen den Hintergrund in einem leichten Grauton rendern. Das heißt, wir setzen die Text-Color auf einen leichten Grauton und rufen dann in Zeile 15 das tatsächliche Text-Rendering auf. Man braucht 4 Parameter. Die ersten 2 geben die Position an, der dritte Parameter die Textgröße und am Schluss der Hintergrundtext als String. Wir haben gesagt, wir möchten den Hintergrund rendern und on top den tatsächlichen Wert. Den tatsächlichen Wert wollen wir in weiß darstellen, das heißt, wir müssen unsere Text-Color wieder umändern auf weiß und können dann in Zeile 20 den Vordergrundtext einfach anzeigen. Und somit sind wir eigentlich mit unserem Mileage-Display-HUD fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, wir müssen unserem System sagen, hey, es gibt dieses Mileage-Display, bitte zeig es auch an. Und deshalb brauchen wir eine weitere Datei und die nennt sich Mileage HUD Extension Lure. Und die hängt sich wiederum an Basisfunktionen unseres Spiels und erweitert diese um unser spezielles Mileage HUD. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir jetzt in den nächsten Slides. Als erstes müssen wir unsere Moddesk erweitern. Wir sagen in unserem System, hey, hier kommt eine neue Lure-Datei, bitte führe sie aus, wenn der Mod geladen wird. Und dann brauchen wir ein paar tolle Zeilen, um unser HUD zu erweitern. Unser Base HUD ist eine relativ große Klasse, die die einzelnen Display-Elemente verwaltet. Also zum Beispiel oben rechts die Wetteransicht, die Zeit, unten rechts das Speed-Display, oben links das Hilfemenü. Und diese HUD-Klasse oder die HUD-Instanz verwaltet diese ganzen einzelnen Elemente und hat dementsprechend einige Funktionen. Die wichtigste Funktion in unserem HUD ist die Create Display Components. Die Funktion wird aufgerufen beim Laden des Spiels und erzeugt dann eben verschiedene Instanzen der jeweiligen Elemente, also zum Beispiel vom Game Info Display, vom Input Help Display, vom Speed Display etc. Und genau da wollen wir uns anhängen, damit das System auch eine Instanz unseres Mileage Counters erstellt. Wenn wir das gemacht haben, weiß das System, hey, es gibt diesen Mileage Counter, ich erstelle eine Instanz davon, die ich später anzeigen kann. Aber er weiß davon, aber er macht nichts damit. Und deshalb gibt es diese Draw Controlled Entity HUD Funktion und die wird genau dann aufgerufen, immer dann, wenn rechts unten, von euch gesehen hier, das Speed Display angezeigt wird. Denn genau diese Funktion zeigt dieses Speed Display auch an. Und wir haben ja gesagt, unser Mileage Counter funktioniert bei Fahrzeugen, die gefahren werden können. Das heißt, wir sind sicher, dass wenn dieses Speed Display angezeigt wird, auch unser Mileage Display angezeigt wird. Und dann können wir eben die Draw-Funktion aufrufen, um unser Mileage-Display tatsächlich auch zu rendern. Und jetzt müssen wir unserem Mileage-Display nur sagen, hey, ich bin in ein Fahrzeug eingestiegen. Und das macht die Set-Controlled Vehicle-Funktion vom HUD. Die wird aufgerufen, sobald ich in ein Fahrzeug einsteige oder aussteige.
Und wenn ich einsteige, kommt als Parameter Vehikel rein und diesen Parameter gebe ich einfach direkt weiter an das Mileage-Display und habe somit eine Referenz von meinem Fahrzeug zu meinem Mileage-Display erzeugt.